Köln ist nicht nur eine Stadt, sondern ein lebendiges Museum mit über 2000 Jahren Geschichte. Seit der Zeit des Römischen Reiches ununterbrochen bewohnt, verbindet diese Stadt die Spuren der Vergangenheit auf eindrucksvolle Weise mit dem modernen Leben von heute. Gegründet am Ufer des Rheins, ist Köln heute mit 1 Million Einwohnern die viertgrößte Stadt Deutschlands. Doch was macht Köln so besonders? Die Stadt verzaubert nicht nur mit ihrem historischen Charme, sondern ist auch ein Zentrum für moderne Kunst, ausgelassene Karnevalsfreuden und ein pulsierendes Nachtleben. Auf unserer heutigen Reise entdecken wir Köln in all seinen Facetten, von historischen Bauwerken bis zu modernen Hotspots, vom weltberühmten Karneval bis zu den zauberhaften Weihnachtsmärkten. Wenn man an Köln denkt, kommt einem unweigerlich als erstes der Kölner Dom in den Sinn. Dieses gotische Meisterwerk ist nicht nur ein religiöses Bauwerk, sondern auch ein zentraler Bestandteil der Identität der Stadt. Der Bau des Doms begann am Jahr 1248 und wurde nach einem unglaublichen Marathon von 632 Jahren vollendet. Ja, Sie haben richtig gehört, 632 Jahre. Das bedeutet, dass rund 20 Generationen an seiner Entstehung beteiligt waren. Mit seinen 157 Meter hohen Doppeltürmen gehört der Kölner Dom zu den höchsten Kathedralen Europas. Im Inneren faszinieren goldene Mosaike, beeindruckende Glasfenster und vor allem die goldene Schrein der heiligen drei Könige, die zahlreiche Besucher in ihren Bann zieht. Wer den Südturm erklimmen möchte, muss 533 Stufen überwinden. Es ist zwar anstrengend, aber der Panoramablick über die Stadt ist die Mühe definitiv wert. Die Kölner Altstadt ist ein lebendiges Geschichtsbuch. Zwischen engen Gassen, farbenfrohen Häuserfassaden und traditionellen Brauhäusern spürt man den Puls der über 2000-jährigen Stadtgeschichte. Hier befindet sich nicht nur der berühmte Alte Markt, sondern auch das historische Rathaus, das älteste seiner Art in Deutschland. Direkt am Rhein entlang lädt die Uferpromenade zum Flanieren ein und bietet einen einmaligen Blick auf den Kölner Dom. In den urigen Kneipen und Brauhäusern wird Kölsch serviert, das obergärige Bier der Stadt, oft begleitet von rheinischer Herzlichkeit und einem charmanten lokalen Dialekt. Die Altstadt ist nicht nur ein Ort der Vergangenheit, sondern auch des Lebensgefühls. Echt, offen, Kölsch.
Das Rheinauhafenviertel am Ufer des Rheins ist ein beeindruckendes Beispiel moderner Architektur. Die 3 berühmten Kranhäuser, auch als Kranhäuser bekannt, sind zu einem modernen Wahrzeichen der Stadt geworden. In diesem Viertel befindet sich auch das Schokoladenmuseum. Ein absolutes Muss für alle Schokoladenliebhaber. Wenn man Köln wirklich verstehen will, muss man den Karneval erlebt haben. Für die Kölner ist es mehr als nur ein Fest, es ist ein Lebensgefühl. Die 5. Jahreszeit beginnt offiziell am 11. November um 11 Uhr und 11 Minuten am Vormittag, ein symbolischer Moment, der den Beginn des närrischen Treibens markiert. Und erreicht ihren Höhepunkt in der Woche vor Aschermittwoch. Die Straßen verwandeln sich in ein buntes Meer aus Kostümen, Musik und Lachen. Ob bei den Sitzungen, Umzügen oder auf der Straße, überall herrscht ausgelassene Stimmung. Der Rosenmontagszug, einer der größten in Europa, zieht jedes Jahr Hunderttausende in seinen Bann. Traditionelle Figuren wie der Prinz, der Bauer und die Jungfrau führen den Karneval an. Was für eine schön futuristische Idee hier! Wir feiern die blaue Funke beim Dreifach Kölle! 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 Jawohl, ja! Begleitet von Tanzgruppen, Blaskapellen und politischen Persiflagen. Dabei ist eines klar: Hier wird nicht nur gefeiert, hier wird kölsche Kultur gelebt. Und das Besondere? In diesen Tagen sind alle gleich. Ob jung oder alt, Kölner oder Besucher, man lacht, singt und tanzt gemeinsam. Denn wie man in Köln sagt, jeder Jeck ist anders. Und genau das macht den Karneval so einzigartig. In den letzten Monaten des Jahres verwandelt sich Köln in ein wahres Wintermärchen. Überall in der Stadt entstehen Weihnachtsmärkte, nicht nur als Orte des Einkaufs, sondern auch als Treffpunkte voller Tradition, Gemeinschaft und festlicher Stimmung. Der bekannteste und größte Markt ist der Weihnachtsmarkt am Dom, direkt vor dem Kölner Dom. Im Schatten der gotischen Kathedrale erstrahlen hunderte Lichter, handgefertigte Geschenke und der Duft von Zimt und Glühwein schaffen eine magische Atmosphäre. Jeder Markt hat seinen eigenen Charakter. Der Markt der Engel am Neue Markt bietet eine romantisch elegante Kulisse, während der Alter Markt mit verspielten Elementen besonders für Kinder ein Highlight ist. Der Hafenweihnachtsmarkt am Rheinufer beeindruckt mit seinem maritimen Thema. Und auf dem Heumarkt wartet eine große Eislaufbahn auf Besucher, ein Spaß für Groß und Klein, umgeben von Fachwerkhütten und Lichterketten. Die Kölner Weihnachtsmärkte sind weit mehr als nur Verkaufsstände. Sie sind lebendige Bühnen einer jahrhundertealten Kultur. Jeder Besucher findet hier zwischen Lichterglanz, süßem Gebäck und klingenden Weihnachtsliedern ein Stück Kindheit, Nostalgie und eine große Portion Winterzauber.
Wenn der Sommer kommt, zeigt sich Köln von seiner lebendigsten Seite. Die Stadt pulsiert, nicht nur auf den großen Plätzen, sondern auch in den kleinen, versteckten Gassen der Altstadt. Überall sitzen Menschen draußen, trinken Kölsch unter alten Kastanienbäumen, lachen, diskutieren, genießen den Moment. Entlang der Rheinpromenade flanieren Spaziergänger, Jogger und Radfahrer, während Straßenmusiker den Rhythmus des Sommers spielen. Von Jazzklängen bis hin zu Latin Beats. Die Musik liegt buchstäblich in der Luft. In der Nähe der Hohenzollernbrücke oder am Schokoladenmuseum trifft man oft auf Künstler, die mit Seifenblasen, Jonglage oder Porträtzeichnungen jung und alt verzaubern. In den Vierteln wie dem belgischen Viertel oder Ehrenfeld entfaltet sich das kreative Köln. Kleine Boutiquen, bunte Cafés, Galerien und Street Art erzählen Geschichten jenseits des Mainstreams. Die Straßencafés sind voll, das Leben findet draußen statt. Und wer eine kleine Auszeit sucht, setzt sich einfach ans Rheinufer, schaut den Schiffen nach und lauscht dem leisen Murmeln der Stadt. Der Kölner Sommer ist kein Postkartenidyll. Er ist echt, ungefiltert, voller Energie. Und gerade diese Mischung aus Tradition, Spontanität und kreativer Freiheit macht ihn so besonders. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat und du ein bisschen das Gefühl von Köln